Wenige Meter von zu Hause entfernt ereignete sich auf dem Heimweg von Rosis ein wahrer Horrorcrash. Das war der größte Schock, würde ich dir mal erklären, was da gestern passiert ist. Als erstes Eine Tragödie hat die Familie Geis getroffen, denn bei Robert Geis wurde eine schwere Krankheit diagnostiziert. Seine Tochter hat sich in einer emotionalen Abschiedsrede zum ersten Mal geäußert. Und ihre Worte sind absolut herzzerreißend. Was hat sie gesagt? Und wie geht die Familie Geis mit dieser verheerenden Nachricht um? Sind Sie ein Fan von Die Geissens? Kommentieren Sie unten mit Ja oder Nein und bleiben Sie dabei, wenn wir die Wahrheit hinter Robert Geis' Diagnose aufdecken. Robert Geis ist seit Jahren bekannt für seinen extravaganten Lebensstil, seine Luxusreisen und die erfolgreiche Reality-Show Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie. Doch nun steht die Familie hinter Glanz und Glamour vor ihrer bisher größten Herausforderung. Aber bevor wir die Details verraten, sollten Sie sich anmelden und die Benachrichtigungen einschalten. Wir bringen Ihnen exklusive Updates über Ihre Lieblingsprominenten, schockierende Enthüllungen und aktuelle Nachrichten. Ein Leben voller Ehrgeiz, Luxus und Ruhm. Es war einmal ein junger Mann namens Robert Geis in der geschäftigen Stadt Köln, der von etwas Größerem als dem Gewöhnlichen träumte. Er war nicht jemand, der den üblichen Weg ging, Schule, Job, Gehaltscheck, wiederholen. Nein, Robert hatte eine Vision. Er wollte etwas Eigenes schaffen, etwas, das ihm Reichtum, Freiheit und vor allem Spaß bringen würde. Robert Friedrich Geis, geboren am 29. Januar 1964, hat sich in Köln, ist ein Mann, der die deutsche Medienlandschaft unbestreitbar geprägt hat. Sein Weg vom zielstrebigen Unternehmer zum gefeierten Fernsehstar ist eine Geschichte über Ehrgeiz, Luxus und den hohen Preis des Ruhms. Bekannt für seinen extravaganten Lebensstil und sein übertriebenes Auftreten wurde Geis durch seine Teilnahme an der Reality-Show Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, zu einem Begriff. Zusammen mit seiner Frau Carmen Geis und seinen beiden Töchtern Shania und Davina verkörperte er das ultimative Symbol für Reichtum, Erfolg und Opulenz. Für die Außenwelt schien die Familie Geis einen Traum zu leben. Sonnenverwöhnte Urlaube in Monaco, Designerkleidung, verschwenderische Yachten und eine endlose Parade von Luxusautos. Jede ihrer Bewegungen wurde von Kameras verfolgt, die das scheinbar perfekte Leben eines Self-Made-Millionärs festhielten. Doch hinter der glänzenden Fassade von Champagner-Toasts und Jet-Set-Abenteuern ist die Geschichte von Robert Geis eine Geschichte von unerbittlichem Ehrgeiz, persönlichen Kämpfen und unerwarteten Herausforderungen, die sein Leben für immer verändern sollten. Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie in Köln, lernte Robert schon früh den Wert harter Arbeit kennen. Der Geschäftssinn schien ihm in den Adern zu liegen, und er verschwendete keine Zeit, um seinen eigenen Weg zu gehen. Zusammen mit seinem Bruder gründete er Uncle Sam, eine Sportbekleidungsmarke, die schnell zum Erfolg wurde und ihn zum Millionär machte. Der Erfolg des Unternehmens katapultierte ihn in die Welt des Luxus, war aber auch der Startschuss für ein Leben, das zunehmend von Reichtum, Reisen und dem Druck, ein öffentliches Image aufrechtzuerhalten, geprägt sein sollte. Als Robert und Carmen ihren neu gewonnenen Status als Reality-TV-Legende akzeptierten, stieg ihr Ruhm in die Höhe. Sie wurden in Deutschland zu Kultfiguren, die für ihre frechen Persönlichkeiten und ihre unverblümte Extravaganz bewundert wurden. Ihre Show war ein Fenster in eine Welt, von der die meisten nur träumen konnten: rauschende Partys, High-End-Mode und Häuser an einigen der exklusivsten Orte der Welt. Woche für Woche sahen die Zuschauer zu, wie die Familie Geis durch die Welt jettete, auf luxuriösen Yachten segelte, schnelle Autos fuhr und ein Leben führte, von dem die meisten nur träumen konnten. Doch hinter dem Glanz und Glamour verbarg sich ein Mann, der sein Imperium von Grund auf aufgebaut hatte, ein Beweis dafür, dass mit der richtigen Mischung aus Ehrgeiz und Wagemut alles möglich war. Doch nur wenige kannten die ganze Geschichte. Hinter den Designer-Sonnenbrillen und dem strahlenden Lächeln
hatte die Familie Geis mit persönlichen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die nur selten auf dem Bildschirm zu sehen waren. Das unerbittliche Streben nach Erfolg in Verbindung mit den Anforderungen der ständigen Medienpräsenz forderte seinen Tribut. Dieselben Kameras, die einst ihren Aufstieg zum Star festgehalten hatten, drohten nun die Herausforderungen zu enthüllen, die sie für sich behalten wollten. Jahrelang hatte Robert Geis ein Leben geführt, von dem viele nur träumen konnten: schnelle Autos, Luxusjachten und extravagante Reisen um die Welt. Er und seine Familie waren zum Inbegriff des Erfolgs geworden. Ihr glamouröser Lebensstil wurde in die Wohnzimmer in ganz Deutschland übertragen. Doch hinter der schillernden Fassade von Reichtum und Abenteuer wartete das Leben mit einer unerwarteten Wendung auf ihn, einer, die weder Geld noch Einfluss kontrollieren konnten. Alles schien perfekt zu sein, bis zu dem Moment, als Robert einen niederschmetternden Anruf von seinem Arzt erhielt. Die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs im Frühstadium. Die Worte trafen ihn wie ein Donnerschlag und erschütterten die sorgfältig gepflegte Illusion der Unbesiegbarkeit, die er über Jahre hinweg aufgebaut hatte. In einem Augenblick war der Mann, der die Geschäftswelt und die Fernsehbildschirme erobert hatte, gezwungen, sich mit der härtesten aller Realitäten auseinanderzusetzen, seiner eigenen Sterblichkeit. Die ersten Tage nach der Diagnose waren ein einziges Durcheinander aus Angst, Verwirrung und Unglauben. Robert war immer derjenige gewesen, der die Kontrolle hatte, der die Entscheidungen traf, der seine Familie durch die Höhen und Tiefen des Ruhmes steuerte. Doch jetzt war er machtlos gegen einen Feind, der im Stillen operierte und unter der Oberfläche seines scheinbar gesunden Körpers lauerte. Bauchspeicheldrüsenkrebs gehörte zu den tödlichsten Krebsarten, und obwohl er früh erkannt worden war, war die Ungewissheit erdrückend. Zum ersten Mal bedeuteten Erfolg und Reichtum nichts mehr. Bei dem vor ihm liegenden Kampf ging es nicht um Geschäftsabschlüsse oder Einschaltquoten, es war ein Kampf ums Überleben. Und es war ein Kampf, den er nicht allein führen konnte. Carmen, seine Frau und Lebensgefährtin, hatte gerade erst ihre eigenen gesundheitlichen Probleme überwunden. Nach einer langen und zermürbenden Krankheit war sie vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen worden. Immer noch geschwächt, immer noch auf dem Weg der Besserung. Doch trotz ihrer eigenen Schmerzen wurde sie zu Roberts unerschütterlicher Stütze. Sie weigerte sich, sich von der Angst beherrschen zu lassen und stand ihm mit großer Entschlossenheit zur Seite. Das glamouröse Paar, das einst unantastbar schien, steuert nun durch einen Sturm, den es nicht erwartet hatte. Roberts Wandlung und die Auswirkungen von Carmens Liebe. Während die Tage zu Wochen wurden, stellte sich die Familie Geis gemeinsam ihrer neuen Realität. Ihr Leben, das einst voller Luxus und Abenteuer war, drehte sich nun um Arzttermine, Behandlungspläne und die Suche nach Hoffnung. Die Kameras, die ihr extravagantes Leben dokumentiert hatten, waren nicht mehr wichtig. Für Robert gab es nur noch ein Ziel: zu kämpfen, zu überleben und seine Zukunft zurückzugewinnen. Koste es, was es wolle. Robert war schon immer ein Mann der Tat, jemand, der von Adrenalin, Geschäftsabschlüssen und dem Nervenkitzel des Erfolgs begeistert war. Doch als er mit seiner bisher größten Herausforderung konfrontiert wurde, erkannte er schnell, dass kein noch so großer Reichtum oder Status diese Schlacht für ihn schlagen konnte. Wenn er überleben wollte, musste er die Kontrolle auf eine völlig neue Art und Weise übernehmen. Carmen, sein Fels in der Brandung, stand ihm mit unerschütterlicher Liebe und Unterstützung zur Seite. Sie teilte nicht nur seine Angst, sie trug sie mit ihm und weigerte sich von ihr auffressen zu lassen. Und durch ihre Stärke fand Robert seine eigene. Ihm war klar, dass dieser Kampf mehr als nur medizinische Behandlungen erfordern würde. Er würde ihm alles abverlangen, was er hatte. Er war fest entschlossen, seine Gesundheit wieder zu erlangen, und entschloss sich zu einer vollständigen Veränderung. Zum ersten Mal in seinem Leben hinterfragte er jeden Aspekt seines Wohlbefindens. Vorbei war es mit den sorglosen Genüssen seines früheren Lebensstils.
Er ersetzte üppige Festmahle durch sorgfältig ausgewogene Mahlzeiten und achtete wie nie zuvor auf seine Ernährung. Er führte ein diszipliniertes Fitnessprogramm ein und forderte seinen Körper nicht aus Eitelkeit, sondern um zu überleben. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, er trainierte seinen Verstand und lernte, Ängsten mit Widerstandskraft zu begegnen und Zweifel durch Hoffnung zu ersetzen. Zunächst waren die Veränderungen überwältigend. Für einen Mann, der jahrzehntelang nach Aufregung und Luxus gestrebt hatte, fühlte es sich fremd an, langsamer zu werden und sich auf die Gesundheit zu konzentrieren. Doch mit jedem Tag, der verging, spürte er eine Veränderung, nicht nur in seinem Körper, sondern auch in seinem Herzen. Die Dinge, die er einst am meisten schätzte, teure Autos, exotische Urlaube, extravagante Partys, begannen im Vergleich zu den einfachen, unersetzlichen Freuden des Lebens zu verblassen. Er begann, die ruhigen Morgenstunden mit Carmen zu schätzen, das Lachen seiner Töchter, das in ihrem Haus widerhallte, das Gefühl der Sonne auf seiner Haut bei einem Spaziergang. Er erkannte, dass Erfolg nicht in Reichtum gemessen wird, sondern in der Liebe, in der Zeit, in den Momenten, die wirklich wichtig sind. Dieser Kampf hatte ihm eine neue Perspektive gegeben. Er kämpfte nicht mehr nur ums Überleben, er kämpfte, um wirklich zu leben. Und mit seiner Familie an seiner Seite war er bereit, sich dem zu stellen, was als nächstes kam. Im Laufe der Tage vertiefte sich Roberts Beziehung zu Carmen und ihren beiden Töchtern Shania und Davina immer mehr. Was einst ein Leben voller Luxus und ständiger Reisen war, hatte sich nun in eine Reise der Zweisamkeit, der Liebe und der tiefen Reflexion verwandelt. In den ruhigen Momenten begann er zu erkennen, dass das Wertvollste im Leben nicht der Reichtum war, der ihn so lange bestimmt hatte, sondern die Zeit, die er mit den Menschen verbrachte, die ihm wirklich wichtig waren. Auch Carmen befand sich an einem Scheideweg. Obwohl sie sich noch immer von ihren eigenen gesundheitlichen Problemen erholte, wurde sie zu einer Stütze nicht nur für Robert, sondern auch für ihre Kinder. Selbst im Angesicht ihres eigenen Schmerzes wurde sie in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter nicht schwach. Ihre Unverwüstlichkeit, gepaart mit ihrer unerschütterlichen Liebe zu Robert, gab ihnen beiden die Kraft, dieses schwierige Kapitel gemeinsam zu bewältigen. Sie widmete sich der Suche nach den besten Behandlungsmethoden, nahm Arzttermine wahr und hielt die Familie in den dunkelsten Tagen zusammen. Sie wurde nicht nur Roberts emotionale Stütze, sondern auch seine größte Verbündete in seinem Kampf gegen den Krebs. Es gab Momente der Schwäche, Momente, in denen beide das Gewicht ihrer gesundheitlichen Probleme spürten. Aber gerade in diesen Momenten fanden sie zu neuer Stärke. Carmens Fähigkeit, sich über ihre eigenen Herausforderungen hinwegzusetzen und sich um Robert und ihre Familie zu kümmern, war schlichtweg außergewöhnlich. Es war ein wahrer Beweis für ihre innere Stärke und ihre tiefe Liebe zu ihrer Familie. In einer Welt, in der Erfolg oft an Reichtum, Macht und Status gemessen wird, fanden Robert und Carmen heraus, dass die wahren Schätze in den Beziehungen liegen, die sie zueinander und zu ihren Kindern haben. Ihre Liebe wurde zu einem Rettungsanker, einer Kraftquelle, die ihnen half, selbst die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Obwohl Roberts Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs noch andauert, ist die Reise der Familie Geis noch lange nicht vorbei. Ihre Zukunft bleibt ungewiss. Aber eines ist klar, sie haben bewiesen, dass sie gemeinsam stärker sind als jede Herausforderung, die das Leben ihnen stellt. Sie sind zu einer Inspiration für viele geworden, die zeigt, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Liebe, Hoffnung und die Menschen, die uns am Herzen liegen, uns letztlich weiterhelfen. Roberts Weg war alles andere als einfach. Aber je weiter er ging, desto stärker wurde seine Entschlossenheit. Jeden Tag betrachtete er als kleinen Sieg, jeden Schritt in Richtung Heilung als wertvolle Erinnerung daran, dass es noch Hoffnung gibt. Trotz der erdrückenden Last der Bauchspeicheldrüsenkrebsdiagnose hat Robert seinen Kampfgeist nie aufgegeben. Er war sich sicher, er würde es für sich selbst tun, aber vor allem für seine Familie. Die Liebe, die er mit Carmen und ihren Töchtern teilte,
beflügelte seine Entschlossenheit, weiterzumachen. Ganz gleich, wie schwierig der Weg sein würde, der vor ihm lag. In den Monaten nach der Diagnose begann für die Familie Geis ein neues Kapitel, das von Dankbarkeit, Besinnung und einer vertieften Wertschätzung des Lebens geprägt war. Die einst glamouröse Luxuswelt der Familie war nun eine Kulisse für Heilung und emotionales Wachstum. Intensive Behandlungen, Operationen und ein strikter Therapieplan wurden zum Mittelpunkt ihrer Tage. Robert, der sein Leben lang alles unter Kontrolle hatte, sah sich nun mit der demütigenden Realität konfrontiert, sich auf medizinische Experten verlassen und sein Vertrauen in die Hände anderer legen zu müssen. Für jemanden, der seine gesamte Karriere darauf aufgebaut hatte, Entscheidungen zu treffen und seinen eigenen Weg zu gehen, war diese Umstellung nicht einfach, aber sie war notwendig. Jeder Tag wurde zu einem Balanceakt, den Ärzten zu vertrauen, den Behandlungsplan zu befolgen und zu lernen, die Kontrolle abzugeben, ohne die Hoffnung zu verlieren. Robert entdeckte, dass es bei der Heilung nicht nur um die körperliche Genesung ging, es ging darum, zu lernen, zu vertrauen, loszulassen und den Prozess mit Geduld und Demut anzunehmen. Sein Kampf gegen den Krebs war nicht mehr nur ein Kampf gegen die Krankheit, er wurde zu einer Reise der Selbstentdeckung, auf der er sich nicht nur seinen Ängsten, sondern auch seinen eigenen Grenzen stellen musste. Der Kampf der Familie Geisen während eines Kampfes. Während dieser Reise blieb die Familie Geisen eine unzertrennliche Einheit. Ihr Zusammenhalt war stärker denn je. Carmens Liebe und unerschütterliche Unterstützung waren der Anker, der Robert Halt gab, während Shania und Davina Licht und Lachen in ihr Zuhause brachten und sie alle daran erinnerten, dass man selbst in den schwersten Zeiten noch Freude finden kann. Gemeinsam gingen sie einen Tag nach dem anderen vorwärts und lebten jeden Augenblick mit der Liebe und Entschlossenheit, die nur eine Familie bieten kann. Das bedeutete jedoch nicht, dass Robert sich der Passivität hingab. Ganz im Gegenteil, er wurde aktiver denn je in seinem Kampf ums Überleben. Seine Suche nach alternativen Behandlungsmethoden war unerbittlich. Von der Erforschung komplementärer Therapien über das Experimentieren mit speziellen Diäten bis hin zur genauen Beobachtung neuer medizinischer Technologien, Robert nahm es auf sich, in seinem Streben nach Heilung und nichts unversucht zu lassen. Carmen war wie immer an seiner Seite und bot ihm unerschütterliche Unterstützung und Mitgefühl. Obwohl sie selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war Carmens Stärke nichts weniger als bemerkenswert. Sie wurde zu Roberts emotionalem Anker, der ihn durch die dunkelsten Momente seines Kampfes führte. Wenn Robert durch die zermürbenden Behandlungen körperlich und geistig erschöpft war, wirkten Carmens aufmunternde Worte wie Balsam für seine Seele. Ihre Anwesenheit erinnerte ihn ständig daran, dass er trotz der immensen Herausforderungen nie allein war. Sie kämpften gemeinsam bei jedem Schritt auf dem Weg. Ihr ohnehin schon starkes Band wurde im Angesicht der Widrigkeiten noch enger. Carmen half nicht nur, Robert über Wasser zu halten, sondern wurde auch zu einer stabilen Stütze für die ganze Familie. Gemeinsam begegneten sie jedem Hindernis mit Anmut, vereint in dem Glauben, dass auch dies überwunden werden kann. Für die Töchter Shania und Davina war dies eine Zeit tiefgreifender Veränderungen. Sie hatten ihren Vater immer als den Fels in der Brandung der Familie gekannt, eine unnachgiebige Kraft, die ein erfolgreiches Geschäftsimperium führte und das Leben mit einer beherrschenden Präsenz lebte. Doch als sie beobachteten, wie ihr Vater um sein Leben kämpfte, sahen sie eine neue, verletzliche Seite an ihm. Diese einst unbesiegbare Figur war nun zerbrechlich, unsicher und menschlich. Es war eine Offenbarung, die sie in ihrem Innersten erschütterte, ihnen aber auch eine neue Perspektive auf das gab, was im Leben wirklich wichtig ist. Robert wiederum war in diesen Monaten viel präsenter bei seinen Töchtern. Ihm war klar, dass es nicht nur um sein eigenes Überleben ging, sondern auch darum, ihnen Lektionen zu erteilen, die ihre Zukunft prägen würden. Er wollte, dass Shania und Davina verstehen, dass es im Leben nicht nur um Reichtum und Erfolg geht.
sondern auch darum, Schwierigkeiten mit Widerstandskraft, Mut und Liebe zu begegnen. Es war üblich, dass sich seine Familie aus der Öffentlichkeit zurückzog, während er in Therapie war. Die schillernde Welt, von der sie umgeben waren, begann zu zerfließen, als sie mit der Realität konfrontiert wurden, die sie erlebten. Dennoch entdeckte Robert eine neue Quelle der Kraft, selbst wenn er allein war. Schließlich kam er zu der Erkenntnis, dass das wahre Maß an Stärke nicht darin besteht, was andere Menschen von einem denken, sondern darin, wie man sich selbst und die Menschen, die einem wichtig sind, durch schwierige Umstände führt. Robert begann zum ersten Mal, öffentlich über seine Krankheit zu sprechen. In Interviews und in den sozialen Medien teilte er seine Erfahrungen mit anderen, um andere zu motivieren, ähnliche Schwierigkeiten wie er selbst zu durchleben. Er wollte zeigen, dass auch ein Mensch, der scheinbar alles im Leben erreicht hat, nicht unfähig ist, sich den schwierigsten Herausforderungen des Lebens zu stellen. Diese Transparenz war sehr ansprechend und viele Menschen mochten ihn für seine Bereitschaft, ehrlich zu sein und seine Beharrlichkeit. Trotz des schwierigen Weges verlor Robert nie die Freude, die er normalerweise im Leben hat. Er schmiedete weiterhin Pläne für große Urlaube mit seiner Familie, auch wenn diese Ausflüge vorerst nur in seiner Fantasie und in seinen Vorstellungen existierten. Für ihn war klar, dass er, sobald er sich von seiner Krankheit erholt hatte, mit seiner Familie wieder eine Reise um die Welt unternehmen würde, so wie sie es in der Vergangenheit getan hatten. Roberts Durchhaltewillen wurde durch diese Vision die Hoffnung, dass sein Leben wieder in den normalen Zustand zurückkehren würde, stark angeheizt. Die Krankheit bewirkte jedoch auch eine tiefgreifendere Veränderung in ihm. Sein ganzes Leben lang war er ein Typ, der hartnäckig nach Erfolg strebte, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Fernsehbranche. Nun aber verstand er, dass es im Leben um mehr geht als nur um die Anhäufung weltlicher Besitztümer. In der Stille seiner Genesung lernte er, die einfachen Freuden zu schätzen, die das Leben zu bieten hat. Ein Abendessen mit der Familie, ein Spaziergang durch den Wald oder vielleicht einfach nur ein bisschen Ruhe zu Hause. Ihm dämmerte, dass es gerade diese flüchtigen Momente sind, die das Leben wirklich lebenswert machen. Für viele Menschen in Deutschland ist die Familie Geis zu einem Symbol für Eleganz und Wohlstand geworden. Vor kurzem hat sie jedoch eine andere Seite von sich gezeigt. Durch ihr Handeln hat sie gezeigt, dass hinter jedem Reichtum und jeder Leistung auch echte Menschen stehen, die mit echten Problemen zu kämpfen haben. Außerdem ist die Liebe und Unterstützung, die man von seiner Familie erhält, der wichtigste Faktor, der es einem ermöglicht, auch die schwierigsten Hindernisse zu überwinden, die das Leben einem in den Weg stellt. Der Kampf von Robert Geis gegen den Krebs. Robert hat noch einen langen Weg vor sich, bis er vollständig geheilt ist. Und es gibt keine Garantie dafür, dass dies geschehen wird. Es ist jedoch klar, dass er in dieser Situation nicht aufgeben wird. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für Carmen. Shania und Davina hat er versprochen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um seine Krankheit zu überwinden und wieder gesund zu werden. Außerdem ist die Familie Geis fest entschlossen, diesen Konflikt gemeinsam zu führen. Die Biografie von Robert Geis ist viel mehr als die eines wohlhabenden Geschäftsmannes oder einer berühmten Fernsehpersönlichkeit. Sie erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach der Überwindung der schwierigsten Hindernisse in seinem Leben begreift, was im Leben wirklich wichtig ist. Gesundheit, Liebe und Familie. Es erinnert uns rechtzeitig daran, dass Wohlstand und Erfolg vergänglich sind und dass die wahren Schätze des Lebens in den Beziehungen zu den Menschen liegen, die uns am nächsten stehen. Das Ergebnis ist, dass Robert seine Reise mit einer neuen Perspektive und einem viel tieferen Respekt vor dem Leben fortsetzt. Für Robert gibt es nichts Schöneres, als jeden Tag mit den Menschen zu verbringen, die ihm am wichtigsten sind. Er betrachtet jeden Tag als ein Geschenk. Noch ist unklar, wohin der Weg ihn führen wird. Doch eines ist sicher: Mit Carmen und den Kindern an seiner Seite wird er diese Reise nie allein antreten müssen.
In den folgenden Monaten gab es sowohl Höhen als auch Tiefen. Die Prozeduren, die Robert über sich ergehen lassen musste, waren sowohl körperlich als auch emotional anstrengend. An anderen Tagen war die Angst so groß, dass er sie nicht aushalten konnte, und die Ungewissheit hielt ihn nachts ständig wach. Wenn er morgens die Augen aufschlug, war er sich jedoch bewusst, dass er seiner Familie zuliebe weiterarbeiten musste. Obwohl Carmen und die beiden Kinder seine treuesten Unterstützer waren, war es die Liebe zu ihnen, die ihm die Kraft gab, jeden Tag weiter zu kämpfen. Eine glückliche Wendung der Ereignisse war eingetreten. Es war nun an der Zeit, dass Robert, der sein ganzes Leben lang für seine Fähigkeit bekannt war, die Kontrolle zu behalten, sei es über sein riesiges Geschäftsimperium oder seine Rolle in der Welt des Reality-Fernsehens, lernte, mit der Unberechenbarkeit und den Unmöglichkeiten des Lebens umzugehen. Doch anstatt die Hoffnung aufzugeben, entdeckte er eine neue Quelle der Kraft. Er wurde sich der Tatsache bewusst, dass es manchmal viel wichtiger ist, den Kampf mit Würde, Mut und Entschlossenheit zu führen, als ihn zu gewinnen. Robert kam schließlich zu der Erkenntnis, dass der Kampf gegen den Krebs nicht als Verlust, sondern als Chance betrachtet werden sollte. Eine Chance für ihn, sein Leben neu zu bewerten, seine Ziele zu überdenken und besser zu verstehen, was wirklich wichtig ist. In einem wirklich bewegenden Gespräch brachte Robert seine Überzeugung zum Ausdruck, dass es bestimmte Dinge im Leben gibt, die man nicht kaufen kann. Die Gesundheit eines Menschen ist unersetzlich und die Liebe seiner Familie ist das wertvollste Geschenk, das man bekommen kann. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde er nicht nur bescheidener, sondern auch kenntnisreicher. Allerdings war die Wahrheit ziemlich hart. Auch wenn es viel Unterstützung und Therapie gab es immer wieder Rückschläge. Die Chemotherapie hatte eine schwächende Wirkung auf Roberts Gesundheit. Und es gab Zeiten, in denen er so schwach war, dass er nicht einmal das Bett verlassen konnte. Wenn er in diesen ruhigen Zeiten mit seinen Gedanken allein war, schien seine schillernde Welt weit weg zu sein. Alle, die Robert kannten, wussten, dass er ein guter Kämpfer war. Als jemand, der sich in der Wirtschaftswelt von ganz unten nach ganz oben gearbeitet hatte, war er fest entschlossen, diesen persönlichen Kampf zu gewinnen. Carmen zeigte ihre wahre Stärke in den Fällen, in denen sie selbst mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen konfrontiert war. Trotz ihrer eigenen Unzulänglichkeiten gelang es ihr, die Familie zusammenzuhalten, indem sie sich um Robert kümmerte, Arztbesuche organisierte und Therapiesitzungen anberaumte. In dieser schwierigen Zeit war ihre Liebe zu Robert stärker als je zuvor. Sie war sich bewusst, dass sie ihm nicht nur in ihrer Rolle als Ehefrau, sondern auch in ihrer Rolle als Freundin und Partnerin in diesem Konflikt beistehen musste. Die beiden durchlitten gemeinsam das Schlimmste der Krankheit, erlebten aber auch die kleinen Siege, die ihnen Hoffnung gaben. Robert Guises Reise- und Lebenslektionen. Diese Zeit wird den beiden Mädchen, Davina und Shania, im Laufe ihres Lebens als eines der wichtigsten und unvergesslichsten Ereignisse in Erinnerung bleiben. Während ihr Vater, der immer die Stütze der Familie gewesen war, in seiner Gebrechlichkeit und Hilflosigkeit kämpfte, waren sie gezwungen, ihm bei seinem Kampf zuzusehen. Doch anstatt zu leiden, reiften sie in ihrer Rolle als Mädchen und unterstützten sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater. Die Mädchen kamen zu der Erkenntnis, dass wirkliche Macht und Mut nicht in Statussymbolen zu finden sind, sondern in der Fähigkeit, zusammen zu sein und füreinander da zu sein. Diese Erkenntnis kam dadurch zustande, dass sie in einer Welt aufgewachsen waren, die prächtig und luxuriös war. Obwohl die Bedingungen schwierig waren, gab es auch viele schöne Momente, die sich ereigneten. In dieser Zeit hatte die Familie die Möglichkeit, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu besinnen, nämlich auf die Zeit, die sie miteinander verbracht hatten. Sie nutzten jede Gelegenheit, die sich ihnen bot, gingen spazieren, unternahmen kurze Ausflüge und machten das Beste aus jeder Situation. Nicht nur Robert Heilsam war in dieser Zeit anwesend, auch Carmen und die Töchter nahmen an dem Ereignis teil. Ihre Erfahrungen haben sie gelehrt, dass das Leben voller
unerwarteter Ereignisse ist und dass jeder Tag eine Chance ist, die Menschen, die einem wichtig sind, noch mehr zu schätzen. Zu dieser Erkenntnis sind sie durch ihre Erlebnisse gekommen. Ein wichtiges Ereignis in dieser Zeit war ein Ausflug an die Côte d'Azur, wo die Familie Guys zuvor einen großen Teil ihres Lebens verbracht hatte. Es war ein Ort, der bis zum Rand gefüllt war mit Erinnerungen an glückliche Momente, an strahlende Tage, an den Klang ihrer Kinder, die sich amüsierten, und an die unzähligen Chancen, die das Leben ihnen bot und die sie nutzen konnten. Kein einziges anderes Abenteuer konnte sich mit diesem vergleichen. Für Robert war dies eine Gelegenheit, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um über die Situation nachzudenken. Die einfachen Freuden, die er in dieser Zeit genoss, wie das Beobachten der Wellen des Ozeans und das Gefühl der Wärme der Sonne auf seinem Gesicht, führten zu einer Erleuchtung. Robert sagte in einem Interview, dass er früher der Meinung gewesen sei, die wichtigsten Dinge im Leben seien Erfolg, Geld, Macht und Berühmtheit. Diese Aussage machte er, nachdem einige Zeit vergangen war. Gerade jetzt bin ich mir der Tatsache bewusst, dass all dies keinen Sinn hat, wenn man nicht bei guter Gesundheit ist und die Menschen, die einem wichtig sind, nicht bei sich sind. Als Robert und seine Familie diese Reise antraten, hatten sie den Eindruck, dass sie noch einmal ganz von vorne anfangen würden. Die Reise war schwierig, aber es gab ein neues Gefühl von Optimismus und die Entschlossenheit, weiterzukämpfen, obwohl es schwierig war. Während der Zeit, in der Robert mitten in den Behandlungen und Rückschlägen steckte, die seine Gesundheit bestimmten, fasste er den Entschluss, eine neue Lebensweise zu beginnen. Zu dieser Zeit begann er, seinen Lebensstil zu überdenken, seine Essgewohnheiten zu verbessern und mehr Zeit in der freien Natur zu verbringen. Er kam nicht nur zu dem Schluss, dass er seine Krankheit bekämpfen musste, sondern er erkannte auch, dass er die Art und Weise, wie er sein Leben bis dahin geführt hatte, bekämpfen musste. Das neue Gleichgewicht, das er zwischen seiner Karriere und seiner Freizeit sowie zwischen seinen Leistungen und seinem inneren Frieden fand, war genau das, was er brauchte. Für die Familie Guys, die durch ihre Fernsehsendung in Deutschland als Symbol für Wohlstand und Schönheit galt, änderten sich unerwartet die Lebensumstände. Sie zeigten, dass es mehr im Leben gibt als eine Sammlung schneller Autos, luxuriöser Yachten und extravaganter Häuser. Sie haben gezeigt, dass es mehr im Leben gibt als das. Ehrlich gesagt, das Wichtigste im Leben sind die Menschen, die Liebe und die Kinder und Enkelkinder. Diese Leitgedanken rückten sofort in den Vordergrund der Aufmerksamkeit der Menschen. In diesem Moment begannen Robert und Carmen, sich selbst in einem günstigeren Licht zu sehen und ihre Fähigkeiten zu nutzen. Sie nutzten die erworbenen Fakten und die Autorität, die sie besaßen, um das Bewusstsein für Krebs zu schärfen und andere zu ermutigen. Sie halfen bei der Sammlung von Spenden für medizinische Einrichtungen, die sich auf die Erforschung und Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs spezialisiert hatten, und leisteten finanzielle Unterstützung für laufende Forschungsprojekte. Auf diese Weise wollten sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben und versuchen, denjenigen zu helfen, die die gleiche schwierige Situation durchgemacht hatten wie sie selbst. Bisher war die Lebensgeschichte von Robert Guys von Erfolg und Reichtum geprägt, aber sie hat sich zu einer Erzählung entwickelt, die sich auf Tapferkeit, Hartnäckigkeit und die Kraft des Familienverbandes konzentriert. Der Ausgang dieses Kampfes ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Auf der anderen Seite ist klar, dass Robert niemals von seinem Standpunkt abrücken wird. Die unerschütterliche Unterstützung von Carmen und seinen beiden Kindern wird die treibende Kraft hinter seinem Willen sein, weiter für sein Leben und seine Zukunft zu kämpfen. Während er weiter um sein Leben kämpft, wird er jeden Tag als ein Geschenk betrachten. Wenn er die Liebe und die Hoffnung auf seiner Seite hat, ist Robert davon überzeugt, dass er jede Herausforderung, die ihm auf seinem Weg begegnet, meistern kann, auch wenn der Weg länger sein mag als erwartet. Bis heute ist Robert Guys ein Symbol für unternehmerischen Erfolg.
Luxus und selbstgeschaffenes Vermögen, das viele dazu inspiriert, große Träume zu haben, Risiken einzugehen und vor allem die Fahrt zu genießen. In einer herzlichen Botschaft drückte eine von Roberts Töchtern ihre Liebe und Dankbarkeit aus. Egal, was passiert, du bist der beste Vater der Welt. Sie erzählte auch von ihren schönsten gemeinsamen Zeiten und dankte ihm für alles, was er ihr beigebracht hat. Und obwohl sie nicht bestätigte, ob dies ein endgültiger Abschied war, befürchten die Fans nun das Schlimmste. Carmen war schon immer die tragende Säule in der Familie Guice. In jüngsten Interviews hat sie jedoch angedeutet, dass sie einen schwierigen persönlichen Kampf vor sich hat. Könnte sie sich auf Roberts Gesundheit bezogen haben? Und wie werden sie und ihre Familie aus dieser herzzerreißenden Situation herauskommen? Die Fans fragen sich nun, wie geht es weiter mit die Geissens? Wird sich die Familie aus dem Rampenlicht zurückziehen, um sich auf Roberts Gesundheit zu konzentrieren? Oder werden sie weiterhin ihre Reise mit den Fans teilen? Eines ist sicher, dieser Moment wird alles verändern. Dies ist eine schwierige Zeit für die Familie Guice und Fans in aller Welt senden ihre Liebe und Unterstützung. Heute ist das Vermächtnis von Robert Guice mehr als nur der Reichtum, den er angehäuft hat, oder das Imperium, das er aufgebaut hat. Es geht um Widerstandsfähigkeit, die Kraft der Familie und die Lehren, die man aus den schwierigsten Herausforderungen des Lebens zieht. Er mag als Geschäftsmann angefangen haben, aber die Tiefe seines Weges, der von Liebe, Verlust und Selbstfindung geprägt war, zeichnet das Porträt eines Mannes, der wirklich verstanden hat, dass die wertvollsten Dinge im Leben nicht in Dollar und Euro gemessen werden, sondern in den Menschen, die einem zur Seite stehen, wenn die Welt zusammenzubrechen droht. Aber was denken Sie, sollte die Familie ihr öffentliches Leben fortsetzen oder sich in dieser Zeit auf ihr Privatleben konzentrieren? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn du mehr über diese Geschichte und andere prominenten Nachrichten erfahren möchtest, vergiss nicht, sie zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.